Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich gerne mal alle Aktivitäten, welche Late-Game-Spieler momentan in Hypixel Skyblock machen können, nach den folgenden Kriterien bewerten. Wie viel Spaß sie bringen, wie viel Profit man damit machen kann, also wirklich wie viele Coins diese Aktivität bringt und wie stark euch diese Aktivität im Spiel weiterbringt, also ob ihr beispielsweise Ausrüstung oder eure Skills dadurch verbessert. Dabei bewerte ich die Aktivitäten zwischen 0 bis 3, wobei beispielsweise 0 dafür steht, dass man mit dieser Aktivität gar keinen Profit macht und 3, dass man mit dieser Aktivität sehr viel Profit machen könnte. Aber fangen wir nun mit den Aktivitäten an. Die erste davon finden wir gleich im Hub, nämlich das Auction oder Bazaar Flipping. Vom Spaßfaktor her bekommt das eine 0, weil wenn man einfach in irgendwelchen Menüs rumklicken will, braucht man nicht extra Skyblock spielen. Dafür macht man mit dieser Methode aber sehr viel Profit, aber im Spiel bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Auf der eigenen Insel können wir beispielsweise riesige Farmen für alles mögliche bauen. Die erste halbe Stunde beim Bauen einer kompletten Kürbisfarm ist vielleicht noch ganz entspannt, aber danach ist es einfach nur noch langweilig. Deswegen habe ich hier beim Spaßfaktor auch dieses nur mit einer 1 bewertet. Mit dieser Farm kann man aber auch ganz nette Profite machen, wenn sie dann erstmal aufgebaut ist, aber dafür muss man sie auch immer wieder abernten oder die Ressourcen einsammeln, um sie beim Bazar zu verkaufen. Vom Spielfortschritt her sind diese Farmen auch ganz nützlich, da ihr damit euer Farming-Skill leveln könnt und die Materialien können beispielsweise auch dafür verwendet werden, um eure Minions zu upgraden für mehr Minion-Slots. Auf der eigenen Insel kann man natürlich auch einfach nur schöne Häuser bauen oder ähnliches. Das habe ich mit einer 3 beim Spaßfaktor bewertet. Denn wenn das Bauen einen nicht wirklich Spaß macht, sehe ich keinen Grund, warum man es sonst machen sollte, denn ihr bekommt dadurch weder Profit noch wirklichen Spielfortschritt. Und noch eine andere Möglichkeit, die ihr auf eurer Insel machen könnt, ist einfach AFK rumzustehen und in der Zeit ein anderes Spiel zu spielen, welches euch momentan mehr unterhält als Hypixel Skyblock, weswegen ich das auch mit einer 3 beim Spielspaß bewertet habe. Mit dieser Methode könnt ihr sogar ein wenig Profit machen, wenn ihr beispielsweise Mobgrinder oder ähnliches auf eurer Insel stehen habt, aber im Spiel kommt ihr auch nicht wirklich weiter, wenn ihr sowieso nichts macht. Eine andere Sache, mit denen sich Late-Game-Spieler stundenlang beschäftigen können, ist das Grinden von Slayern, wobei der Spaßfaktor hier doch stark vom eigenen Empfinden abhängt. Mir macht beispielsweise das Grinden vom Revenant am meisten Spaß, da diese Slayer so schnell gehen und man hier auch Solo-Lobbys benutzen kann, und Wölfe finde ich persönlich am anstrengendsten wegen dem ständigen Knockback und weil sie auch einfach so langsam zu grinden sind. Aber da das jeder anders empfinden kann, habe ich hier jeden Slayer einfach beim Spielspaß mit einer 2 bewertet. Vom Profit her habe ich Revenant sogar mit einer -1 bewertet, da man hier wirklich nur Verlust machen kann, außer man hat wirklich sehr viel Glück mit den Drops von den Slayern. Bei den anderen Slayern sollte man auf Dauer eigentlich etwas Gewinn machen, aber wenn ihr Pech mit den seltenen Drops habt, macht man hier auch nicht wirklich viel Gewinn. Aber dafür sind Slayer sehr gut für den Spielfortschritt geeignet, da er hier Waffen und Rüstungen freischaltet, welche man auch anderswo im Spiel einsetzen kann, und ihr erhaltet auch noch viele Talismane und andere unterstützende Items, welche euch stärker machen. Für die nächste Aktivität müssen wir ins End, denn dort kann man beispielsweise Salads grinden, was aber aufgrund der vielen Leute, die das bereits machen, nur wenig bis gar keinen Spaß bringt. Aber die meisten Leute, die Salads grinden, machen das sowieso nicht aus Spaß, sondern weil diese Methode mit einer der sichersten ist, wenn es darum geht, gut Profit zu machen. Im Spiel bringt euch das Salad Grinden auf Dauer auch ein bisschen weiter, da ihr ja euren Combat Skill mit der Zeit auch etwas steigert. Im End kann man natürlich auch den Drachen bekämpfen. Vom Spaß her würde ich das sogar mit einer 3 bewerten, denn es erfreut einen doch schon sehr, wenn man nach gefühlt 10 Protector Dragons doch endlich mal ein Superior Dragon spawnt. Auf Dauer betrachtet macht man eigentlich mehr Verlust mit Drachen, je nachdem wie viele Augen man platziert, aber da hier auch jederzeit die Möglichkeit besteht, den Jackpot zu ziehen, indem man ein Pet bekommt, würde ich die Profitchancen mit einer 1 bewerten. Vom Spielfortschritt her bringt es Late-Game-Spieler auch nicht wirklich was, Drachen zu grinden, außer sie bekommen wie gesagt ein Pet. Kommen wir nun zu den Events, welche regelmäßig stattfinden. Vom Spaß her würde ich beide mit einer 2 bewerten, denn wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, sind sie auch nicht wirklich spannend und besonders der Spielspaß bei dem Jerry Workshop Event wird durch die starken Lags während des Events nicht wirklich besser. Vom Profit her kann man besonders beim Spooky Event gute Gewinne erzielen, wenn man innerhalb der Stunde ziemlich viel grindet. Beim Jerry Workshop Event kann man auch ganz gut Coins machen, wenn man die Geschenke verkauft oder wenn man sein Glück beim Angeln versucht, um einen Yeti zu erwischen, welcher auch wertvolle Items droppen kann. Vom Spielfortschritt her belohnt euch das Spooky Event mit ein paar Talismanen und wenn ihr das Event die komplette Stunde grindet, kommt auch einiges an Combat XP zusammen. Aber beim Jerry's Workshop Event macht ihr keinen wirklichen Spielfortschritt meiner Meinung nach. Und damit kommen wir schon zu den Aktivitäten, welche wohl momentan die meisten Late- bis Endgame-Spieler machen, nämlich das Grinden von Skills.
Angefangen bei den Combat Skill würde ich das mit einer 2 beim Spielspaß bewerten, da diese Aktivität stark davon abhängt, mit welcher Methode man den Combat Skill grindet, wobei die bekanntesten hier wohl wären das Grind von Revenants, Ghast Minions und Pearl Spamming. Je nachdem welche Methode ihr hier wählt, kann man sogar ein wenig Profit machen. Und da das Combat Skills mit einer der wichtigsten Skills ist, würde ich hier den Spielfortschritt mit einer 3 bewerten. Das Foraging Grind macht nur wenig bis gar keinen Spaß, besonders wenn man keine leere Lobby hat und einem ständig die Bäume vor der Nase geklaut werden. Aber dafür kann man hier sogar ganz gut Profit machen, je nachdem welches Holz ihr fällt. Und da das Foraging Skill fast genauso wichtig wie der Combat Skill ist, würde ich hier den Spielfortschritt auch mit einer 3 bewerten. Der Alchemy und der Enchanting Skill sind beide ziemlich ähnlich, denn hier braucht man einfach nur Coins, um den Skill zu leveln. Vom Spaß her sind diese beiden Skills noch ganz okay, da sie noch einigermaßen schnell gelevelt werden können. Aber beim Profit macht man hier eigentlich nur Minus, wenn man den Skill wirklich effektiv leveln will. Und beim Spielfortschritt würde ich die beiden Skills mit einer 2 bewerten, da Mana ja momentan noch nicht so wichtig im Spiel ist. Das Mining Skill macht meiner Meinung nach absolut keinen Spaß, da es einfach so langsam zu farmen ist, egal welche Methode man verwendet. Aber dafür könnt ihr hier wie beim Foraging Skill die gegrindeten Materialien für guten Profit verkaufen und den Spielfortschritt habe ich hier auch nur mit einer 2 bewertet, da auch der Defense Stat noch nicht so wichtig im Spiel ist. Den Farming Skill finde ich vom Spielspaß her noch ganz okay, da es noch einigermaßen schnell zu grinden geht, wenn man eine große Kürbisfarm hat und man kann sogar noch ganz nette Gewinne nebenbei machen. Aber auch wie bei den letzten Skills habe ich den Spielfortschritt nur mit einer 2 bewertet, da Leben auch momentan noch nicht ganz so wichtig ist. Und damit sind wir schon bei dem letzten Skill angelangt, den Angeln. Vom Spaß her würde ich den Skill sogar höher als die letzten bewerten, da ihr hier deutlich mehr Abwechslung habt, wo ihr angelt. Und durch die verschiedenen Sea Creatures, die ihr angeln könnt, habt ihr auch noch mehr Abwechslung. Zudem kann man beim Angeln auch richtig gute Gewinne machen, wenn man Glück hat mit den Drops der Sea Creatures. Aber auch wie beim Farming Skill bringt euch auf Dauer das Angeln nur mehr Leben, weswegen ich den Spielfortschritt hier auch nur mit einer 2 bewertet habe. Das waren dann auch schon alle Aktivitäten, die mir momentan eingefallen sind. Wenn ich eine vergessen habe, dann schreibt sie mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie ja auch nach Spielspaß, Profit und Spielfortschritt bewerten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.